Diesmal schauen wir uns an, wie man zwei verschobene, gleitende Durchschnitte berechnen und automatisieren kann. Also sehen wir uns mal an, wie man das mit MQL5 macht. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir beginnen mit dem Öffnen von MetaEditor. Klicken Sie dazu auf das kleine Symbol oder drücken Sie F4. Zunächst binden wir die Bibliothek TradeMQH ein, die Handelsfunktionen bereitstellt. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse CTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick berechnen wir zunächst den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis mit dem Parameter SymbolBit. Als nächstes erstellen wir eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir zwei Arrays, MyMovingAverage und MyShiftedAverage, um die Kursdaten für unsere gleitenden Durchschnitte zu speichern. Wir definieren die Eigenschaften unserer gleitenden Durchschnitte mit der Funktion IMA. Der erste gleitende Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, SMA, mit einer Periode von 20 ohne Verschiebung und basierend auf dem Schlusskurs. Der zweite gleitende Durchschnitt ist ebenfalls ein SMA mit einer Periode von 20, aber mit einer Verschiebung von 20. Anschließend sortieren wir beide Arrays mit der Funktion ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze abwärts. Um unsere Arrays mit Daten zu füllen, verwenden wir die Funktion CopyBuffer. Für beide gleitenden Durchschnitte kopieren wir die Daten für die aktuelle Kerze und die beiden vorherigen Kerzen. Wir berechnen die Werte unserer gleitenden Durchschnitte für die aktuelle Kerze, indem wir auf das erste Element jedes Arrays zugreifen. Anschließend vergleichen wir die Werte der beiden gleitenden Durchschnitte. Wenn der Wert von MyMovingAverage größer ist als MyShiftedAverage, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn er kleiner ist, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Verkaufsorder für 0,10 Lots zum Bitpreis mit einem Stop-Loss von 150 Punkten unter dem Bitpreis aus. Wenn das Signal Kaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Kaufauftrag über 0,10 Lots zum Ask-Preis aus, wobei der Stop-Loss 150 Punkte über dem Ask-Preis liegt. Schließlich geben wir das aktuelle Signal mit der Funktion Comment auf dem Chart aus. Anschließend drücken wir F7, um den Code zu programmieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir die Tasten Steuerung und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun im Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der gleitende Durchschnitte verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Wir haben diesen Expert Advisor mit ein paar Zeilen MQL-Code selbst programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, Sie sollten jetzt die gleitenden Durchschnitte auf Ihrem Chart sehen. Wahrscheinlich haben Sie auch die ersten Trades. Wenn das zu schnell war oder Sie keine Ahnung haben, wie dieser Code funktioniert, dann möchten Sie sich vielleicht den Premium-Kurs auf unserer Webseite anschauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.